Hallo zusammen, ihr Lieben. Es ist Sonntag, hier bin ich wieder. Bevor ich anfange, möchte ich euch kurz mitteilen, ich habe für Astrolymp ein Mini-Wochen-Orakel für die Sternzeichen gemacht. Den Link stelle ich euch dann ein. Das geht Montagabend, 19 Uhr. Da bin ich immer montags. Und da gibt es auch die Geburtstagslegungen für die Sternzeichen. Ja, jetzt schauen wir, was die Karten uns sagen. Was darf ich mitgeben dem Kollektiv? Oh, das Kreuz. Herausforderungen, die Unruhe mitbringen. Ein Gefühl des Gestresstseins. Eine wichtige Mitteilung, die irgendwo vielleicht auf uns wartet. Ich habe das Gefühl, das hier ist eine positive Aufregung. Ne? Irgendetwas beschäftigt uns. Hier haben wir auch ein schicksalshaftes Geschenk irgendwo. Ne? Vielleicht brauchen wir auch mal wieder so das Gefühl des Aufblühens, schönere Gedanken. Ja, hier ist es so, dass es im Moment irgendwie ein Ausbremsen ist. Ne? Hier ist die Blockade, die liegt ja im Haus des Unterbewussten drin. Es geht vielleicht um die Vergangenheit, es geht um uns. Es geht um Dinge, die in der Vergangenheit angestoßen worden sind und im Hier und Jetzt noch mit Hindernissen behaftet sind, die irgendwie Stress mitbringen. Und man wünscht sich hier eine Auflösung. Das Schicksal soll uns mal ein Geschenk liefern, ne? Und nicht immer so Hindernisse. Jawohl. Also, hier haben wir eine schöne Energie. In der näheren Zeit hier mit dem Klee habe ich mehrere Themenbereiche, die sich in Wohlgefallen auflösen können. Man ist freudig, man hat mit etwas Glück, kriegt hier die schnelleren Wege rein. Man hat vielleicht auch das Gefühl der Resilienz wieder besser, statt hier diese Unruhe. Was kann hier so sein, dass das Schicksal es tatsächlich auch mal gut mit uns meint? Guckt mal. Juhu. Die Sonne liegt in unserem eigenen Haus drin. Wir haben die Blumen, den Klee, die Sonne. Das Kreuz, das hier in der Mitte liegt, wird natürlich mit der Sonne hier ganz anders sich anfühlen. Hier kommt eine Erleichterung mit. Überall da, wo Mangel war oder wo Hindernisse, auch an etwas, was an der Lebensenergie zehrt. Ne? Ich glaube, dass wir etwas, was in der Vergangenheit schon begonnen hat, was anstrengend ist und mit Hindernissen und Mangel einhergegangen ist, im Hier und Jetzt in der schnellen Zeit aufgelöst kriegen. Hier ist auch sehr viel Kommunikation, ne? Also hier ist ein Gespräch, das dich aufatmen lässt, ein Anruf, ein Schriftstück möglicherweise, ne? Etwas, was dir gute Nachrichten bringt oder uns, wo man das Gefühl hat, man kann aufatmen oder die Energiereserven verbrauchen sich nicht noch mehr.
Jawohl. Schöne Karten, ihr Lieben. Ich hatte zunächst ein bisschen Befürchtung, denn hier unten in der Mitte haben wir ja das Kreuz und das Kreuz ist immer eine Herausforderung. Aber hier geht es darum, im Vertrauen zu bleiben, die eigene Energie für sich zu verwenden, sich selbst sehr treu zu bleiben, Grenzen zu ziehen auch, ne? Wenn jemand über deine Kräfte verfügt zum Beispiel, wenn da viel Anforderung ist oder Stress, dann ist es auch eine Aufforderung, die Sonne in unserem eigenen Haus, das für uns zu verwenden und in uns zu investieren. Ist eine sehr kreative Energie auch zu sehen. Etwas, das uns wieder auftankt. Es kann jetzt hier viele Szenarien betreffen. Ich habe so das Gefühl, hier kommen auch neue Menschen ins Leben. Hier blühen Freundschaften auf. Hier gibt es eventuell eine Aussöhnung mit der Vergangenheit. Vielleicht auch mit Menschen aus der Vergangenheit, mit Vaterthemen, mit Verlusten, mit den Kindern. Freunde, die ins Leben kommen, die irgendwie Dinge mitbringen, die unter einem sehr guten Stern stehen. Das kann jetzt jemand sein, mit dem du dich besonders gut verstehst oder der dir irgendwie einen Input gibt. Möglicherweise auch aus dem Arbeitsbereich, ein Kollege, ein Angestellter von dir, jemand, der mit dir arbeitet zusammen. Aber die Legung ist eigentlich zu gut und dass ich sie jetzt noch schlecht reden möchte. Ne? Hier ist eine Aufregung, die sich in allen Bereichen als gut auflösend zeigt. Man kann ein Kreuz ablegen, ein schicksalshaftes Geschenk, schicksalshafte Menschen. Wir haben hier die blaue Stunde und das passt ideal. Man kann hier etwas loslassen. Ja? Hier unten haben wir den Wirbelsturm. Hier ist ein heilsames Durcheinander. Hier hast du die Herausforderung pur. Ne? Das Gestresstsein, das Blockiertsein, das im Mangel sein, das nicht weiterkommen und das schwere Kreuz, das man hier zu tragen hat, weil man nicht rauskommt. Und mit der blauen Stunde und dem Loslassen haben wir wieder die Hände frei. Was hier liegt, ist im Prinzip eine sehr tiefgründige Sache, denn die blaue Stunde ergänzt dieses Kartenblatt eigentlich komplett. Ja? Wir haben hier dieses Ding, wir liegen in der Vergangenheit und es geht bei der blauen Stunde sehr darum, dass wir hier irgendwo, vielleicht auch unterbewusst uns selbst im Weg stehen, an der Vergangenheit festhalten, an Erinnerungen und so viel mit uns rumtragen, dass wir eigentlich nicht bräuchten, weil der Weg dann schwerer wird. Und dass wir eben die Gegenwart nicht richtig wahrnehmen können, ja? Weil wir so anbehaftet von den Dingen sind, vielleicht auch befürchten, irgendetwas könnte sich wiederholen oder unser Vertrauen wird missbraucht. Und es heißt nicht nur, weil etwas schon mal so war, dass es sich wieder so gestaltet. Ja? Und es geht um das Abstreifen der ganzen Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Wenn ihr euch überlegt oder wenn wir uns überlegen, was man alles erlebt in einem Leben. Ne? Das ist schon ein Wahnsinn, was alles getragen werden kann. Und da muss man ab und zu mal Koffer abstellen. Es geht um das Ankommen in der bewussten Ebene, ne, dass wir hier ankommen im Hier und Jetzt, dass wir das Glück wahrnehmen, die Freude und die Energie, die liegt hier in unserem eigenen Haus, dass wir energetisch auch wieder mehr bestrahlt sind. Ne? Mit den Eulen hier in der Mitte haben wir natürlich auch Chaos und Stress und sowas. Und der Wirbelsturm bringt uns hier ein Durcheinander mit und in diesem Chaos kann ein Genesungsprozess anfangen. Da kann sein, da ist sehr vieles durcheinander im Hier und Jetzt und auch aus der Vergangenheit raus.
viele Bereiche, viele Themen. Und es geht um Genesung auf allen Ebenen. Manchmal ist es auch notwendig, dass ein bisschen Chaos ins Leben kommt, weil es irgendwo still geworden ist oder sowas wie langweilig oder dass dich nichts mehr berühren kann. Und hier kommt das Leben einfach wieder in Schwung und bringt uns die Energie zurück, die wir brauchen. Tolle Legung. Gucken wir, welches Krafttier hier mitgeht. Der Hecht, das passt auch sehr gut, denn es geht hier um das Thema Achtsamkeit. Das Alltagsglück, ne? Diese Momente, die man im Hier und Jetzt erleben kann, die sind hier überlagert von irgendwelchen Dingen, Situationen, Herausforderungen, von irgendetwas, was ein Durcheinander mitbringt. Und der Hecht sagt einfach, dass irgendwo im Machtgefüge ein Ungleichgewicht entstanden ist. Und es geht darum, wieder mehr in die Mitte zu kommen, genau hinzugucken, das Gleichgewicht wieder zu finden, die Lage neu zu überdenken und zu prüfen, besonnen zu handeln und im Einklang mit sich selbst zu sein. Hier ist es so, dass man wieder mehr zu dem Gefühl hinkommen soll, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und auch genau das Richtige tut. Es kann sein, dass hier Fragen über Fragen sind, ne? Man überlegt, man findet keinen Weg oder keine Lösung. Und hier darf man ruhig mal besonnen abwarten, denn es ist hier ein kurzer Zeitraum mit dem Klee, ja? Bis sich die Dinge so drehen, dass man dann in die Aktion kommen kann. Wir schauen noch ein bisschen weiter. Ich hätte gern zu dieser Legung noch eine Botschaft. Um was geht es genau? Was darf ich weitergeben? Es geht darum, Unterstützung zu kriegen. Wir haben hier die Freunde, ne? Die Menschen, die hier als Glücksbringer auch ins Leben kommen, die dir irgendwas mitbringen. Eine Erleichterung, ein Geschenk, ja? Eine Sache, die man dir in dich investiert. Wir sind nicht der gebende Teil hier, sondern wir dürfen Unterstützung annehmen. Guckt euch das mal an. Hier unten haben wir noch den Glücksfall. Also mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht mehr zu sagen. Das kann jetzt das ist wirklich wie der Glücksfall ist ein schicksalshaftes Geschenk. Ne? Da machst du nichts dafür, es fällt dir zu, man nimmt etwas wahr, es ist ein Geschenk, das dir wieder Ruhe ins Leben bringt und einen Neubeginn ermöglicht. Das ist so wie diese Reset-Taste zu drücken. Möglicherweise kann man auch mal hinterfragen, wo man für sich selber immer noch das Gefühl hat, man muss alles alleine schaffen, man muss alles alleine durchboxen. Wie geht man mit dem Thema um? Kann man Unterstützung annehmen? Fällt einem das schwer? Und hier sind Menschen, die Glücksbringer sind. Hier sind aber auch Geschenke des Schicksals, die eine sehr mildernde Energie haben und die auch hier ein schweres Kreuz beenden und die Energie wieder zurückbringen, die man braucht, um glücklich zu sein. So, schauen wir noch, welche Pflanze hier mitkommt. Die Weide, ja, es passt auch unheimlich gut dazu, denn die Weide führt Mitfühlen durch schwierige Zeiten und sie hat
Und hier geht es auch darum, dass man wieder die Dinge im himmlischen Licht betrachten kann und dass man sieht oder spürt, dass etwas vergeht und sich wieder zum Guten wendet. Was haben wir hier noch? Der Papagei. Ich fliege in dein Leben, weil jetzt die Zeit der Kommunikation gekommen ist. Es ist an der Zeit, dich wieder mit anderen Menschen auszutauschen. Sei kreativ, du hast künstlerische Talente, das hatten wir hier schon, eine kreative Energie. Und der Stieglitz. Nimm diesen Moment mit beiden Händen und setze dir erstaunliche Ziele. Behandle dich selbst mit Liebe, jeder Tag soll mit Glück erfüllt sein. Okay, ihr Lieben, das lassen wir so stehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich drücke euch und bis Dienstag.